Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich sage Ihnen was. Sie wären überrascht, wenn Sie wissen würden, wie häufig man versucht, mich umzudrehen. Ja, zum Thema und zum Thema Kynologie. Das geschieht häufiger, als Sie glauben würden. Nun, ich habe schon oft Aussagen getätigt, die sich etwas an der modernen Sicht der Hundeerziehung reiben, möchte ich sagen. Klar, aber schauen Sie, es dauert sehr lang, bis ich mir eine Meinung bilde. Doch wenn ich die mir mal gebildet habe, ja, dann habe ich die. Und dann vertrete ich die zu 100%. Und es ist dann sehr schwer, mich von dieser Meinung wieder wegzubringen, also diesen Felsen da wieder zu verschieben. Nicht unmöglich, aber es ist nicht leicht. Wenn etwas bei mir funktioniert, muss es nicht perfekt sein, es muss funktionieren, auch wenn es überhaupt nichts mit der modernen Ansicht der Hundeerziehung zu tun hat. Solange es meinem Hund und mir gut tut, bleibe ich dabei. Und bin nur ganz schwer wieder davon abzubringen. Ich möchte Ihnen in diesem Video einige Ausschnitte von Aussagen meinerseits vergangener Videos präsentieren, welche sich etwas an der modernen Sicht zum Thema Kynologie reiben, ja, welche ausschlaggebend sind dafür, dass mich einige Menschen da draußen umdrehen möchten. Ja. Also, bis gleich. Nun, mit erhobenen Zeigefinger wurde mir geschrieben, dass Kastration eigentlich weit mehr Vor- als Nachteile hat. Ich wurde belehrt darüber, dass der Abrichtesport ein Relikt aus der Steinzeit sei. Der eine schrieb mir, Rangordnung ist überbewertet, denn Hunde neigen nicht zur Dominanz. Sie neigen nicht dazu, eine höhere Position in der Rangordnung einzunehmen. Und ich hätte gern für jeden Hund, der sich zum Tyrannen entwickelt hat, weil sein Besitzer ein charakterlich sehr schwacher Mensch ist, 10 Euro. Ich glaube, Geldsorgen hätte ich dann keine mehr. Eine andere Person wiederum sagte mir, dass ich es zu lasch mit meinem Hund, wenn es um das Thema Rangordnung angehe, weil ich meinem Hund eben gestatte, dass er vor mir bei der Tür rausgeht, dass er vor mir läuft, weil ich meinem Hund gestatte, dass er ständig zur Tür geht, kontrollieren und so weiter. Denn er meint, das ist ein absolutes No-Go. Das sind alles Dinge, die dem Hund zeigen, dass ich nicht die Führungsrolle inne hätte. Das war ihm egal, als ich sagte, hör zu, zwischen meinem Hund und mir gibt es absolut keine Missverständnisse, wenn es um die Rangordnung geht. Ja, also ich bin wieder der Rangordnung ist das Fundamentalste in der Hundehaltung, noch der Rangordnung hat überhaupt keinen Wert in der Hundehaltung Typ. Ja. Jemand belehrte mich darüber, dass Hundefreilaufzonen ein Muss sind für die Sozialisierung von jungen Hunden. Ich bin der Meinung, es kommt immer darauf an, wer da drinnen ist. Ja. Ein anderer wieder schrieb, nein, Hundefreilaufzonen sind ein absolutes No-Go, denn die sind immer ein Stress für ihren Hund. Auch hier bin ich der Meinung, dass es immer darauf ankommt, welches Publikum in der Hundefreilaufzone, welche Hunde dort anwesend sind und so weiter und so fort. Ich sage Ihnen was, ob gewollt oder nicht, ich habe schon mit viel Neo-Hunde-Künstlern zu tun gehabt, aber ja, was soll ich Ihnen sagen, lieber Zuseher, ich bin eine eingefahrene Mensch-Hund-Maschine, ein alter 5 Liter V8 Sauger, der zwar schon einiges an Kilometer runter hat, aber immer noch über genügend Drehmoment und PS verfügt, um Hunde toll von A nach B befördern zu können. Und wenn ich dann von solch einem Menschen, der diese neuesten Erkenntnisse der Hundehaltung verinnerlicht hat, angeschrieben werde und dieser ja nicht solch einen 5 Liter V8 unter der Haube hat wie ich, sondern eher einen hypermodernen, mit elektronischen Vierelefanz ausgerüsteten, hochgezüchteten Hybridmotor, dann ist mir schon öfter geschehen, dass die mich zum Thema Hund
zu einem Wettrennen herausgefordert haben. Ja, das hat mich zwar immer gereizt, denn ich wusste, noch habe ich genügend PS zum Thema, um solch eine Herausforderung annehmen zu können. Doch im Endeffekt bin ich immer auf die Bremse gestiegen und habe mir gedacht, fahr du dein Rennen, ich fahr meins. Also mach du dein Ding, ich mach meins. Ja, Ganze. Viele Aussagen vergangener Videos waren ausschlaggebend dafür, dass ich häufig erbost angeschrieben wurde, auch zum Thema Schutzarbeit. Denn einige haben mir geschrieben, das Verbot der Schutzarbeit sei absolut sinnvoll. Sie wissen, ich bin da völlig anderer Meinung und das werde ich bis an mein Lebensende auch sein. Ich habe Ihnen einige Ausschnitte herausgesucht aus vergangenen Videos meines Kanals, habe hier einige Aussagen gefunden, die sich häufig an der Einstellung der Neo-Hundehalter reiben. Ja, natürlich nicht an allen, aber an vielen. Ja, die möchte ich Ihnen jetzt präsentieren und dann zum Schluss ganz kurz nochmal ein Statement dazu abgeben. Ja, also viel Spaß dabei. Jetzt gibt es in der heutigen modernen Zeit selbstverständlich auch viele neue Erziehungsmethoden. Viele Experten empfehlen Ihnen diese Erziehungsmethode. Einige Experten empfehlen Ihnen diese Erziehungsmethode. Doch oftmals wird aus guter, optimaler Hundeerziehung eine wahre Wissenschaft gemacht. Aber ich habe eine gute Nachricht für Sie, liebe Zuseher. Gute, optimale Hundeerziehung ist keine Wissenschaft und nicht so schwer, wie manche Experten es Ihnen zu vermitteln versuchen. Ja. Es gibt zwei absolute No-Gos für mich beim Thema Hundeerziehung. Eines davon ist, einen Hund zu prügeln, um mit ihm irgendwelche Erfolge zu erzielen. Da verstehe ich überhaupt keinen Spaß. Und das zweite No-Go ist, einen Hund derartig in Watte zu packen, mit völlig fehlender Konsequenz, ja, und ihn gar als Gleichberechtigten zu erziehen. Und diese Erziehungsmethode wird tatsächlich heute auch manchmal vorgeschlagen. Aber das, liebe Zuseher, ist das Allerdümmste, das ich in den vielen Jahren, in denen ich mit Hunden zu tun hatte, gehört oder gelesen habe. Jetzt möchte ich Ihnen kurz noch sagen, mit was Sie in Hundefreilaufzonen rechnen können. Schauen Sie, Sie können grundsätzlich mal davon ausgehen, dass die meisten Leute in Hundefreilaufzonen vernünftige Hundehalter sind. Gute Hundehalter sind, die darauf erpicht sind, dass ihr eigener Hund andere nicht belästigt oder bedrängt. Ja. Sie lassen die Hunde spielen, aber sobald sie sehen, der Hund wird zu aufdringlich oder zu lästig anderen Leuten gegenüber und so weiter, dann werden die meisten Leute in so Zonen ihre Hunde dann zu sich rufen und sie davon abhalten. Also davon können Sie ausgehen, dass das zumeist so ist. Aber sehr oft gibt es auch Hundefreilaufzonen, wo sich Stammgäste einfinden. Ja, eine eingeschworene Partie, die sich dort täglich um dieselbe Uhrzeit trifft. Das können bis zu 10 Leute mit ihren Hunden sein. Und da kommt es dann oftmals vor, dass diese Leute der Meinung sind, jetzt das Monopol über diese Zone zu haben und jeder Neue, der da reinkommt, sich ihren Regeln beugen muss. Doch, liebe Zuseher, so ist das selbstverständlich nicht. Und speziell bei Leuten wie mir hätten die, auf gut Wienerisch gesagt, die Gurke. Ja. Schauen Sie, es ist heute oftmals so, dass man als Anfänger nicht weiß, ja, mit was man hier beginnen soll. Sind diese neuen Trainingsmethoden die besseren oder diese alten Trainingsmethoden die besseren? Denn oftmals streiten diese Leute untereinander. Diese Neo-Hundetrainer sagen zu den alten Hundetrainern, zu diesen alteingefahrenen Hundetrainern, das, was ihr da gemacht habt oder teilweise auch heute noch macht, schadet den Hund psychisch und physisch, während diese wiederum kontern, das, was ihr da macht, ist alles im Fantasy-Bereich zu Hause. Das ist ja keine Hundeerziehung, kein Hundetraining, also alles Schwachsinn. Ja. Finde ich schade, denn eigentlich ziehen wir alle am selben Strang. Wir lieben Hunde alle, wir wollen alle nur das Beste für unsere Hunde. Aber ja, jetzt nochmal zurück. Neo-Hundebesitzer. Mit was? Schauen Sie, es gibt ja, ich gebe Ihnen mal einige Beispiele. Es gibt ja diese Online-Seminare zu Themen wie nonverbale Hundeerziehung. Nonverbale Hundeerziehung ist nichts anderes als Hundeerziehung mit Fokus auf Körpersprache. Ja, kennen wir alle. Dann gibt es Online-Seminare zu Mind-Dog-Training. Mind-Dog Hundeerziehung ist nichts anderes als der Fokus mit dem Hund
Gerätetraining zu absolvieren, in auf besondere Konditionierung der Konzentration beim Gerätetraining, ja, also den Hund zu entschleunigen, wenn ich mal so sagen kann. Ja. Vielleicht etwas kompliziert ausgedrückt. Ja. Online-Seminare zu gewaltfreiem Hundetraining, das erweckt etwas, weiß ich nicht, Fragezeichen bei mir, denn gewaltbasiertes Hundetraining ist mir eigentlich immer schon fremd gewesen. Ich würde gewaltbasierendes Hundetraining nicht als Hundetraining ansehen, sondern eher als Tierquälerei. Aber das war nur ein Beispiel. Und für all diese Seminare gibt es verschiedenste Zusatzmodule und so weiter. Diese Seminare gehen über mehrere Wochenende, kosten von bis, also da sage ich schon 8 Wochen Seminare, 8 Wochenende Seminare, kosten Ihnen an die 4.000 Euro. Zum Schluss erhalten Sie ein Diplom oder ein Zertifikat, werden zumeist referiert von Tierpsychologen oder Tierkommunikatoren, von vielen Leuten, die einjährige oder zweijährige Ausbildungen gemacht haben an der Vetmed-Uni und eigene Konzepte entwickelt haben und so weiter und so fort. Ja. Grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich solchen Themen gegenüber auch als alter Hundesportler völlig offen bin. Ja, absolut offen bin, denn ich bin der Meinung, dass alles, was damit zu tun hat, wenn ein Hundebesitzer mit seinem Hund interagiert, arbeitet und dabei lernt, ein besseres Gefühl für seinen Hund zu bekommen. Ja? Und unter dem Ergebnis etwas rauskommt, das dem Hund weder psychisch noch physisch schadet, ja, gut ist. Egal, ob das neu ist oder ob das alt ist. Wie gesagt, nochmal, solange man bei dieser Methode ein besseres Gefühl für seinen Hund bekommt, für den Umgang mit dem Hund bekommt, kann es nur positiv sein. Ob das eine neue Methode ist oder eine alte Methode, ist mir hierbei völlig egal. Grober Fehler ist die Wahl der falschen Zuchtstätte. Passen Sie auf. Handeln Sie hier nicht zu unüberlegt und nicht zu schnell. Schlechte Zuchtstätten gibt es viele. Es gibt Züchter, die Hunde in zu hohem Alter miteinander verpaaren, Hunde in zu jungem Alter miteinander verpaaren, Hündinnen als Wurfmaschinen verwenden, die schon 7, 8 Würfe hinter sich haben, auf Gesundheitscheck verzichten, etc. etc. Denen es egal ist, auch das richtige Wesen zu verpaaren, denen es als Hauptziel gilt, nur die optimale Anatomie anzubieten. Passen Sie auf. Dieser Schuss kann sehr schnell nach hinten losgehen. Sie wählen die richtige Zuchtstätte, aber die falsche Linie. Schauen Sie, ich möchte das so erklären. Sie haben sich jetzt zum Beispiel in den Rottweiler Ihres Bekannten verliebt und sagten sich, ich werde mit Sicherheit in Zukunft auch mal einen Rottweiler besitzen. Ich möchte diesen Hund. Der ist groß, der ist stark, der ist ruhig ausgeglichen. Da passt alles, der gefällt mir, der hat viel Substanz. Mein Traumhund. Durch Zufall stoßen Sie auf einen Herrn, der Ihnen einen jungen Rottweiler anbietet, mit Papieren, da passt alles, sagt Ihnen so nebenbei, ja, der kommt aus einer Leistungszucht. Ja, mit dem können Sie nicht so viel anfangen. Rottweiler ist Rottweiler. Sie schlagen zu und nach einigen Monaten kommen Sie drauf, dass dieser Hund völlig anders funktioniert, auch anders aussieht als der. Schauen Sie sich das unbedingt an. Wirklich, schauen Sie genau hin. Wäre das vor einigen Jahren bekannt gewesen? Auch anders aussieht als der ruhige, substanzvolle Rottweiler Ihres Bekannten, der es Ihnen so angetan hat, der Sie auf diese Rasse gebracht hat. Denn Ihr Rottweiler, den Sie von diesem Herrn erhalten haben, aus Leistungszucht, hat nicht die Substanz des Rottweilers Ihres Bekannten und ist kein ruhiger Rottweiler, sondern ein Rottweiler mit dem Trieb eines Dobermanns oder eines Terriers, ja, der abgeht wie ein Projektil. Schauen Sie, es gibt bei vielen Hunderassen Showlinien und Leistungszuchten. Hier ist oftmals extremer Unterschied vorhanden. Ich kann Ihnen nur was sagen. Wenn Sie mich fragen, ob ich Ihnen empfehlen würde, Ihren Hund Schutztrieb anzutrainieren, wenn er ihn fehlt, dann sage ich Ihnen ganz klar, nein, tun Sie das nicht. Diese Maßnahme könnte Ihr Zusammenleben mit dem Hund extrem erschweren, den Alltag zum Albtraum werden lassen. Ich erzählte Ihnen mal von einer Presa Canario Hündin, mit der es ein Albtraum war, die Wohnung zu verlassen.
das war so ein Hund, den ein Schutztrieb antrainiert wurde. Auf verschiedenste Arten, mit verschiedensten Methoden. Mit diesem Hund die Wohnung zu verlassen, war ein Albtraum. Und das sage ich nicht nur so. Das waren außer Rand und Band geratene 40 Kilo Muskelmasse, die alles angreifen wollten, was sich mehr als 10 Meter nähert. Also es ist ein Albtraum. Ist sowas schön? Nein. Also meine Empfehlung wäre, hat Ihr Hund keinen Schutztrieb, versuchen Sie nicht, diesen anzutrainieren. Finden Sie sich damit ab. Sind Sie kein Hundebesitzer, haben Sie vor, sich in Zukunft einen Hund zu besorgen und spekulieren aber mit einem Schutzhund, mit einem Hund, der Sie im Fall der Fälle beschützen würde, dann schlage ich Ihnen vor, sehen Sie sich um Hunderassen um, denen man nachsagt, sie hätten natürlichen Schutztrieb. Schäferhunde, Gebrauchshunde, Molosserrassen, viele Terrier. Halten Sie dann Abstand von Hunden, denen man nachsagt oder wo der Rassestandard sagt, es sind schlechte Schutzhunde. Bullterrier, Laufhunde, Vorstehhunde, Schlittenhunde, Windhunde und so weiter. Trainieren Sie Ihrem Hund diese Eigenschaft nicht an. Das ist nur ein Tipp von mir. Karabiner, schlagen Sie niemals mit dem Karabiner, Leinenkarabiner in zwei kämpfende Hunde hinein. Ich weiß von einer Dame, die das tat und die dabei ihren eigenen Hund mit dem Karabiner das Augenlicht ausschlag. Also der war blind. Werfen Sie sich niemals mit vollem Körpereinsatz in zwei kämpfende Hunde hinein. Tun Sie das niemals. Ja? Da schnappen zwei scharfe Kiefer zu, bis Verletzungsgefahr ganz, ganz groß. Und oberstes Gebot Nummer 1, greifen Sie niemals mit den Händen zwischen die Köpfe zweier kämpfender Hunde. Tun Sie das nicht, liebe Zuseher, wenn Ihnen Ihre Gesundheit lieb ist. Es ist so, als würden Sie Ihre Hand in einen Holzhäcksler hineinstecken. Die ist kaputt. Ich sah diesbezüglich schon Verletzungen. Da war die Hand durchgebissen, die Knöchelchen kaputt, Nerven schwerst beschädigt. Ja, bis an Ihr Lebensende sind die kaputten Nervenenden da drin. Tun Sie das nicht, greifen Sie niemals zwischen die Köpfe zweier kämpfender Hunde. Ja. Ich weiß von einigen Methoden, die schon angewandt wurden, zu welchen ich mich nicht näher äußern möchte, die ich Ihnen aber trotzdem preisgeben möchte. Ich weiß von Leuten, die ganze Pfefferspray-Dosen auf den Köpfen zweier kämpfender Hunde entleert haben. Ja. Ich weiß von Menschen, die Elektroschocker zum Einsatz brachten, obwohl vor ihnen der andere Hundebesitzer stand, der bemüht war, den Kampf zu trennen. Ich meine, ja, auch so eine schallende Ohrfeige-Geschichte. Das kann auch bei Ihnen so sein. Und wenn Sie dann ein Mensch sind, der nicht über diesbezügliche Erfahrung verfügt, ja, also um seinen Hund vernünftig selbst trainieren zu können, ja, dann bietet sich Einzeltraining an. Manche Hundeclubs bieten das an. Und wenn das nicht der Fall ist, gibt es ja so viele Trainer heute, die Sie im Netz ausfindig machen können. Doch seien Sie vorsichtig, auch hier gibt es gute Leute und Leute, ja, die ich niemandem empfehlen würde. Schauen Sie, eine Trainerlizenz ist heute schnell mal da. Ein Online-Kurs da, ein Online-Kurs da, 2-3 Stunden Praxis und Sie sind offiziell Hundetrainer. Ich kenne Leute, die das auf diese Art und Weise gemacht haben und dann eine kleine Hundeschule eröffnet haben. Ob sie dort gut aufgehoben sind, das ist eine Sache, was soll ich Ihnen jetzt sagen? Aber man darf das bezweifeln, so möchte ich sagen. Die optimalste Geschichte ist es nicht, möchte ich mal sagen. Ja. Doch wie gesagt, ein guter Platz ist Gold wert. Außerdem gibt es ja heute weit mehr Angebote als früher. Denn bei uns war es so, da gab es Unterordnung, Schutzarbeit, Fährtenarbeit, Ende, Gelände. Mehr gab es nicht. Heute haben Sie Obedience, Agility und. Schauen Sie, auf einem guten Platz werden Veranstaltungen gemacht. Wir machten Wanderrallies, da waren die Hunde dabei, Ausflüge, da waren die Hunde dabei. Selbstverständlich Turniere, Prüfungen, Turniere, tolle Siegerehrungen danach, Wanderpokalturniere, Vergleichsturniere gegen andere Clubs, spannende Geschichte. Es ist natürlich auch so, dass es Clubs gibt heute, bei denen es Voraussetzung ist, wenn Sie dort Mitglied werden wollen, dass Sie auch an Turnieren teilnehmen oder Prüfungen ablegen. Ob Sie das wollen oder nicht. Ja. Es gibt aber auch Clubs, wo das nicht so ist. Ja. Clubs, die völlig rasseblind sind, so wie wir einer waren. Der Allgemeine Kynologische Club, da war jeder Hund willkommen, von Chihuahua angefangen bis zum Irish Wolfhound, egal ob Hüter oder Hündin, egal ob kastriert oder nicht kastriert. Sie mussten dort keine Turniere
an Turnieren teilnehmen. Sie mussten keine Prüfungen ablegen, das war ihre Sache. Ja? Und sie konnten sich auswählen, was sie dort trainieren. Die einzigen Voraussetzungen, die sie zu erfüllen hatten, waren, sie mussten Leidenschaft ihrem Hund gegenüber zeigen und Leidenschaft zu ihrer ausgewählten Hundesportart zeigen. Aber das soll ja so sein und genau solche Clubs gibt es auch heute. Und wenn Sie solch eine Adresse finden, liebe Zuseher, dann kann Ihnen nichts Besseres geschehen. Mein Hund geht ständig vor mir bei der Tür raus. Ich fördere sogar, dass er beim Spaziergehen vor mir läuft und er ist ein engagierter Türkontrolleur. Auch das fördere ich und ich sage Ihnen was, zwischen uns gibt es, was die Chefposition betrifft, absolut keine Missverständnisse, nicht? Ja? Es ist einfach so, dass das ein sehr komplexes Thema ist. Dem werden Sie mir zustimmen. Ein Thema, das sehr viel mit dem Individuum Hund zu tun hat. Ja? Das, was bei meinem Hund funktioniert, funktioniert vielleicht bei Ihrem nicht und umgekehrt, das ist nun mal so. Ich möchte behaupten, ich bin ein halbwegs erfahrener Hundeführer. Ich habe Vito, so gut es mir möglich war, erzogen. Ich bin sehr zufrieden mit ihm, doch mein Hund ist auf der Straße geboren und befand sich in den ersten 5 Monaten seines Lebens in einem Holzzwinger drin und sah nichts anderes als Holzwände. Hatte so gut wie keine urbanen, wie soll ich sagen, Sie wissen schon, was ich meine, öffentliche Verkehrsmittel, Auto, Kinder, die herumlaufen, Wirbel, Lärm und so weiter. Was soll ich Ihnen sagen? Der Hund kam zu mir und hatte das Wesen eines 5 Monate alten Jungwolfes, den man aus dem Wald herausgeholt hat. Ja? So. Liebe Hundebesitzer oder Hundemeister des Universums, Sie möchte ich sehen, aus Vito einen Hund zu machen, der dann so gut erzogen ist, wie ein gut erzogener Hund nur sein kann. Jagt nicht, rauft nicht, ist nicht unfreundlich Fremden gegenüber, macht das nicht, macht dies nicht. Denn wenn er das nicht ist, dann bin ich ja ein schlechter Hundebesitzer oder habe meinen Hund schlecht erzogen. Liebe Zuseher, schauen Sie, ich hatte schon so viel mit Leuten zu tun, die meinen, dass Theorien in die Praxis umzusetzen sind. Lassen Sie mich Ihnen kurz ein Beispiel geben. Ich weiß, ich bin etwas aufgeregt, aber mir hängen solche Argumente beim Hals raus, weil sie ja viele Menschen, die sich zum Thema Hund neu orientieren, entmutigen. Ja? Deswegen regt mich das etwas auf. Diese obergescheiten Menschen, die da solche Kommentare von sich geben und glauben, sie haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Erst kürzlich wurde in den USA ein Mann zu 475 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er professionelle Hundekämpfe organisiert hat und daran teilgenommen hat. In dieser Szene werden Hunde erschaffen, welche mental und körperlich keine Grenzen besitzen. Diese Hunde sind ausnahmslos alle einer Rasse zugehörig, nämlich der des American Pitbull Terriers, denn alle anderen Hunde besitzen Grenzen. Glauben Sie mir das? In dieser Szene werden Hunde über Generationen hinweg speziell darauf selektiert und trainiert, geistig und körperlich keine Grenzen zu kennen. Sie wissen ja gar nicht, was ich da alles gesehen habe. Der American Pitbull Terrier, nur dafür erschaffen, hat sich in dieser kranken Welt als der Hund durchgesetzt und seine Überlegenheit in professionell durchgeführten Hundekämpfen, dieser professionell geführten Szene, dieser Arschlöcher gegen alle anderen Hunderassen schon unzählige Male bewiesen. Diese Hunde gehen bis in alle Ewigkeit, selbst wenn ihnen die Rippen gebrochen werden, die Vorderläufe zermalmt werden, ihnen die Ohren ausgerissen, der Augapfel zerstört wird, wenn ihnen der halbe Unterkiefer weggerissen wird, sie schon 3 Liter an Blut verloren haben. Diese Hunde gehen bis in alle Ewigkeit. Das tun andere Hunde nicht. Es gibt nur eine Hunderasse auf der Welt, welche sie zu derartigen mentalen und körperlichen Monstern formen können. Das ist der echte American Pitbull Terrier, dessen Ahnen das bis vor 200 Jahren schon getan haben, lückenlos und pausenlos. In dieser Szene wird experimentiert und wurde experimentiert mit allen Hunderassen. Seien es die ebenfalls von der FCI nicht anerkannten Alanos, Presas,
Dogos, Filas, Herdenschutzhunde, alles sind starke Hunde, alle können bis zu einem gewissen Grade trainiert werden und gehen auch alle bis zu einem gewissen Grade in dieser verdammten, verfluchten Pit, doch alle haben Grenzen. Ein Gamer, Dead Gamer American Pit Bull Terrier hat keine. Und das ist auch der Grund, weshalb ich heute nicht leicht zu beeindrucken bin von Menschen, die mir erklären, wie übermenschlich leistungsfähig ihre Hunde sind. Seit ich diese Hunde kennengelernt habe, liebe Zuseher, sind im Vergleich dazu andere leistungsfähige Hunde. Für mich wirken die teilweise wie Zitronenfalter. Ja, ich möchte Ihnen meine Meinung jetzt dazu preisgeben. Schauen Sie, alle Leute, die behaupten, und ich habe Folgendes gelesen, ich habe mir das jetzt nochmal durchgelesen, dieses Gesetz, die Begründung dieses neuen Verbots, die hat ja mehrere Komponenten. Eine Komponente davon wäre die gesundheitliche beim Hund. Da wurde davon gesprochen, dass die Schutzarbeit schädlich sei für die Wirbelsäule des Hundes, für den Kiefer des Hundes, etc. etc. Ja, krank. Die zweite Komponente, die mir aufgefallen ist eine tierschutztechnische. Ja? Denn dabei wurde geschrieben, die Hunde werden geschlagen, damit sie beißen. Völliger Blödsinn, völliger Schwachsinn. Woher diese Leute das haben, weiß ich nicht. Aber garantiert nicht von Abrichteplätzen, wo am Sportschutz gearbeitet wird. Ja? Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn sie das behaupten, dann sind das pure, ordinäre, ganz einfache Lügner. Ja? Kein Hund wird beim Sportschutz am Platz geschlagen, damit er beißt. Schwachsinn, pure, hundertprozentige, ausgewachsene Lüge. Die dritte Komponente, die mir aufgefallen ist bei diesem Gesetz, war eine gesellschaftliche, denn da drinnen stand, die Hunde werden zu Beißmaschinen, zu Killermaschinen, zu Menschenmördern ausgebildet bei der Schutzarbeit. Krank. Kranke Geschichte von unwissenden, dummen Menschen, welche hier viel Meinung zu wenig Ahnung haben. Ganz einfach. 5000 Schutzarbeiten in meinem Leben absolviert als Figurant. Ich kann mich an keinen einzigen Hund erinnern, der bei uns am Platz durch die sportlich ausgeführte Schutzarbeit, wo immer auf Basis von Beutetrieb gearbeitet wird und niemals auf Basis von Wehrtrieb, wie bei Spezialeinheiten, Polizei, Militär oder Privatleuten etc., dass ein Hund bei uns durch die Schutzarbeit zum Beißer geworden wäre. Liebe Zuseher, mit 90% aller Hunde, mit welchen wir an der Schutzarbeit gearbeitet haben, habe ich nach der Schutzarbeit meinen Arm fallen gelassen und habe mit den Hunden geschmust. Ich als Person war für den Hund uninteressant. Der Schutzarm, der vor ihm am Boden lag, der war für den Hund interessant. Während er auf dem Schutzarm weitergekaut hat, habe ich mit diesem Hund, der mich kurz zuvor, als ich den Schutzarm begleitet gehabt habe, noch gebissen hat, geschmust, gespielt, egal, mit 90% aller unserer Hunde. Selbstverständlich hatten wir Hunde, wo ich die Arbeit mit diesen Hunden abgelehnt habe, weil sie nicht armsicher waren, weil sie nicht auf Beutetrieb gearbeitet haben. Diese Hunde sind vom Arm abgefahren, sind mir ins Gesicht gesprungen oder auf die Beine gegangen. Das war höchst gefährlich, teilweise auch lebensgefährlich. Aber dieses Verhalten wurde nicht durch die Schutzarbeit gefördert, dieses Verhalten war schon vorher da. Ich kann Menschen wie ihn verstehen, ja, wenn man als Neuling in der Materie interessiert ist und damit beginnt sich im Netz Informationen zu holen, dann wird man ganz schnell von einem sogenannten Informationstsunami weggeschwemmt und das unweigerlich ist so. Ja. Natürlich sind Informationen als Neuling zum Thema Kynologie überaus wichtig. Aber es ist überhaupt nicht notwendig, sich hier in Sphären der Wissenschaft zu begeben. Gute Hundehaltung ist anspruchsvoll, klar, ja? Aber wie gesagt nochmal, Wissenschaft ist das keine. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wie ich persönlich das sehe. Ja? Ich halte seit etwa über 40 Jahren Hunde und bin eigentlich immer gut damit gefahren, also mit dieser Ansicht. Ja. Ich präsentiere Ihnen mal einen Eisberg. Was hat der Eisberg mit dem Video zu tun, werden Sie gleich hören. Stellen Sie sich diesen Brocken, und Sie wissen ja, wenn man einen Eisberg sieht, wenn man mit dem Schiff daherkommt oder schwimmt
was im Eiswasser nicht so empfehlenswert wäre, dann sieht man immer nur den oberen Teil des Eisbergs. Den weit größeren Teil unterhalb des Wassers kann man nicht sehen. In diesem Fall sehen Sie den ganzen Brocken. Und nun stellen Sie sich diesen ganzen Brocken als alles, was mit Hundehaltung zu tun hat, vor. Das beinhaltet sämtliche Details, angefangen vom Verhalten des Hundeführers, über das Verhalten des Hundes, Ausrüstungsgegenstände, Training, Ernährung etc. Alles. Ja, das alles, was Sie da sehen, ist die komplette Hundehaltung. Ziemlicher Brocken, ne? Ja. Und genau diesen Brocken versuchen manche Leute, die sich neu für das Thema Hund interessieren, auf einmal zu verschlucken. Das geht nicht, liebe Zuseher, das ist unmöglich. Ja. Schauen Sie, keiner dieser Trainer, die Sie im Internet finden, welche Ihnen Tipps zum Thema Training von Hunden, Erziehung von Hunden etc. geben, die sind da als Weltmeister vom Himmel gefallen. Die alle haben jahrelange Lernprozesse mit eigenen Hunden hinter sich. Und ich sage absichtlich eigene Hunde. Ja. Zum Starten ins Abenteuer Hund benötigen Sie meiner Meinung nach nur das. Genau den Teil, den Sie oberhalb der Wasseroberfläche sehen. Mit diesem Teil der allgemeinen Hundehaltung besitzen Sie ein gewisses Basiswissen, mit welchem Sie gut in das Abenteuerhund starten können. Das ist meine Meinung. Ja. Manchmal kommt mir dieses ganze Lernen der Materie von Menschen, die sich neu ins Abenteuer stürzen, so vor, wie Fahrschulen. Wissen schon, als Sie den Führerschein gemacht haben, können Sie sich erinnern, was Sie da alles lernen mussten und was benötigen Sie in der Praxis, im Alltag wirklich davon. Ja? Das ist so ähnlich. Ja? Des Öfteren einen Dogwalker, der ist unterwegs mit einem stinknormalen Kombi-PKW, ja? Nicht größer als ein Audi A4 Kombi. Da sind 7 Hunde drin. 7 Hunde sind drinnen, der kleinste ist mittelgroß. Wie die da reinpassen, ist mal ein Rätsel. Ich weiß nicht, wie viel da im Kofferraum drinnen sind, aber diese Person steigt mit 7 Hunden aus. Ich habe sie jetzt schon mindestens 10 Mal getroffen. Mindestens 3 dieser Hunde, wenn die aussteigt und mit den Hunden unterwegs ist, sind völlig überfordert mit der Situation. Kommen mit diesen lauten Kommandos, die von diesem Dogwalker weggeschleudert werden, damit die Hunde alle zusammenbleiben und parieren, kommen nicht zurecht. Die sind völlig fertig mit den Nerven, ich sage Ihnen was. Ja. Nicht nur das. Diese Hunde müssen ja von zu Hause abgeholt werden auch. Jetzt weiß man nicht, wie weit diese Adressen voneinander entfernt liegen, wo diese Hunde abgeholt werden. Ja, die ist vielleicht eine Stunde unterwegs, bis alle Hunde aufgeklappt sind. In dieser Zeit fahren die Hunde miteinander, zusammengepfercht in diesem Kombi-PKW durch die Gegend. Ja. So ist Stress. Manche Hunde kommen damit besser zurecht, andere kommen damit überhaupt nicht zurecht. Ob sie verträglich sind oder nicht, das ist Stress. Man kann hier also davon ausgehen, dass das Problem hier nicht beim Hund liegt. Es ist der Mensch, welcher in diesem Fall nicht kompatibel ist. Ja. Somit wird dieses Mädchen zum Wanderpokal. Warum zum Teufel geschieht das so oft? Beim Mixen ist es sehr schwierig, das wissen wir. Wenn die Elterntiere nicht bekannt sind, erhält man hier ein Überraschungspaket. Mein Hund Vito ist so eines gewesen. Ne? Vom Wesen her mehr gezähmtes Wildtier, denn domestiziertes Haustier, das habe ich schon gesagt. Er ist sehr kompliziert, glauben Sie mir. Aber ein Rassehund erzählt doch ganz laut davon, in welche Richtung er sich bewegen wird, oder? Doch viele hören da einfach nicht hin. Das ist das Problem. Der Dobermann. Entwickelt, um zu beschützen. Alleine dieser Fakt sagt schon so viel aus zu diesem Hund. Als Interessent dieser Hunderasse muss ich damit rechnen, mit dem Dobermann einen charakterlich schneidigen Hund zu erhalten. Einen Hund, welcher dazu neigt, Fremden zu misstrauen. Der in der Wohnung, im Haus oder am Grundstück wachend eventuell
häufig laut anschlägt. Ein gewisses Grundfeuer in sich trägt, das ihn zum Beschützer befähigt. Und dieses auch in den Alltag mitnimmt. Es sollte für keine Überraschung sorgen. Genauso liest oder hört man bei Interesse am Dobermann auch den Begriff des Gebrauchs- oder Diensthundes sehr oft. Und auch das ist eine Sache, die schon sehr viel über diesen Hund aussagt. Man muss einen Hund erwarten, der lernbereit ist, bewegungsfreudig und unternehmungslustig ist. Ein Hund mit hohem Beschäftigungsbedarf. Dobermann, Gebrauchshund, Diensthund sollte eigentlich nicht für Überraschungen sorgen. Und wenn man sich der Anatomie dieses Hundes widmet, sollte man schnell erkennen, dass das ein großer Hund ist, der häufig über 40 Kilo schwer wird und große Athletik vorweist, ein starker Hund ist und aufgrund seiner Fellbeschaffenheit eher weniger für den Yukon geeignet ist. Auch hier sollten keine Überraschungen an den Tag kommen. Ne? Dobermann. Ein großer, schneidiger, bewegungsfreudiger Gebrauchshund, der einen exzellenten Familienwach- und Schutzhund darstellt. Das ist die ganze Hexerei. Und jetzt sind Sie dran, liebe Zuseher, und gehen das Ganze nochmal mit einem English Bulldog, einem Cocker Spaniel, einem Cane Corso und einem Herdenschutzhund durch. Und Sie werden erkennen, wie laut diese Hunde sagen, wer sie sind. Kapitel Gender damit geschlossen, ja, weil es ist einfach ein Blödsinn. Für mich ist es das. Ich akzeptiere das, doch ich lebe es nicht. Ja. Punkt aus, Ende. Hundebandit. Ja. Ja, ich habe in meinen Videos schon sehr häufig davon gesprochen, dass ich es liebe, meine Hunde zu Banditen zu formen, zu erziehen. Ja, man sagt auch mir nach, ich wäre selbst ein Bandit, aber ich bin kein Verbrecher in diesem Sinne. Ja, ich füge niemandem Schaden oder Leid zu. Ich mag den Kraft, den Kampf und seit kürzerer Zeit auch den Schießsport. Ich mag es, körperliche und konzentrationstechnische Leistung zu erbringen. Ich mag das. Das tut mir gut. Manche betiteln so etwas auch als Männerding. Das mag so sein. Vielleicht ist es das auch. Ja. Ich mag auch schnelle, starke Autos. Ich liebe es, mit PS-starken Wagen zu fahren und besitze selbst ein starkes Auto. Das gefällt mir einfach. Was soll ich tun? Ich wurde noch als Junge erzogen und nicht als non-binäre Person oder X-Person. Vielleicht ist es deswegen so, kann möglich sein. Ja. Doch bin ich deswegen ein altmodischer Bösling? Ich finde nicht. Ja, meine Frau liebt mich so, wie ich bin. Und wenn sie mir das sagt, geht mir jedes Mal das Herz auf. Wie's Herrl, so ist Gscherl. Wie das Herrchen oder Frauchen, so sein oder ihr Hund, sagt man, oder? Ja. Meine Vorliebe zu etwas deftigerer Action spiegelt sich in meinen Hunden wider. Ja. Meine Hunde werden Banditen, weil ich selbst einer bin. Wir lieben und genießen das. So einfach ist das. Dieser Way of Life gefällt uns und wir schaden niemandem damit, wenn niemand uns schadet. Kapitel Hundebandit beendet. Die sportlich ausgeführte Schutzarbeit wurde uns vor kurzem ja schon abgedreht. Das hat er noch schnell durchgesetzt, der Herr Ex-Minister der Grünen Partei, und somit den Gebrauchs- und den Sport Österreichs mehr oder weniger zerbröselt, zerstört. Das haben Sie in Deutschland weit intelligenter gemacht als wir. Ja. Sie haben Lunte gerochen und dafür gesorgt, dass der Gebrauchs- und der Sport in all seinen Teilen zum Kulturerbe ernannt und somit fürs Erste unantastbar bleibt. Bravo, liebe deutsche Nachbarn. 2026 wird in Österreich der allgemeine Hundeführerschein eingeführt, welcher ausnahmslos von jedem zu machen ist, der sich ab Inkrafttreten dieses Gesetzes einen Hund, egal welcher Rasse, holt. Das gilt für einsame alte Menschen, die sich für einen kleinen Hund als Freund entscheiden, genauso wie für Obdachlose, die in einem Hund ihren einzigen Gefährten sehen. Kommen diese Menschen dann dieser Verpflichtung nicht nach, wird ihnen das Tier höchstwahrscheinlich weggenommen werden. Bravo, Politik. Ja, viele dieser eigenartigen politischen Entscheidungen entspringen nicht alleine den Gehirnen diverser automatisierter Politbürokraten. Nein, ein großer Teil davon entstammt dem Druck einer gewissen Gesellschaftsschicht.
Das Verbot der sportlich ausgeführten Schutzarbeit in Österreich resultiert zum Beispiel aus solchem Druck eines gewissen Klientels. Das wissen wir. Ja? Und auch das heutige Video entspringt dem Druck, den eine gewisse Gesellschaft ausübt, und zwar genau dieser, oder ja, welche belehrt, die viel Meinung hat, zu wenig Ahnung, die ihnen deren Lebenseinstellung aufzwingt, weil sie, so wie sie meinen, die einzig Richtige darstellt. Ja, ich sage Ihnen was. Ich war vor kurzem Zeuge, wie sich eine Online-Diskussion zu einem politischen Thema in eine Hinrichtung zu kynologischen Thema entwickelte. Beginnend mit dem Verbot der Schutzarbeit ging das weiter bis zum bevorstehenden Hundeführerschein Österreichs allgemein, ja, und explodierte schließlich, als ein Diskussionsteilnehmer es wagte zu verlautbaren, der Besitzer von 2 Bull Terrier zu sein. Dieser Herr, er wurde in den Kommentaren von einer großen Anzahl anderer Mitdiskutanten gesteinigt, gevierteilt und erhängt. Wie ein Rudel Hyänen sind sie über ihn hergefallen. Die guten, braven und vernünftigen Bürger mit den Meinungen, wofür braucht man solche Bestien? Diese Hunde gehören generell verboten. Es gibt keinen Grund, solche Rassen zu halten, um einige Kommentare dieser Leute zu verlautbaren. Ja, ich sage Ihnen was, genau solche Menschen sind dafür verantwortlich, dass wir heute so dastehen, wie wir dastehen. Und gegenüber genau diesen Menschen entwickle ich immer mehr die Einstellung, rutsch mir den Buckel runter. Würdest du deinen Hund kastrieren lassen? Nein. Nur wenn es aufgrund von gesundheitlichen Problemen erforderlich wäre und nicht anders gehen würde. Keiner meiner Rüden war kastriert. Das ist eine Sache, das ist für mich ein No-Go, wenn es nicht erforderlich ist, da eine Kastration für mich ein zu massiver Eingriff in den Hormonhaushalt eines Hundes ist. Ja. Würdest du mehr als einen Hund zur selben Zeit halten? Ja, wenn nötiger Platz und die dafür notwendige Zeit vorhanden ist, und dann maximal 2. Über 3 habe ich noch nie nachgedacht und werde ich auch nie nachdenken. Aus verschiedensten Gründen. Also, hätte ich die Zeit, hätte ich den Platz, hätte ich das Geld, dann würde ich auch 2 Hunde gleichzeitig halten. Habe ich schon mal mit Boris und Attila. 14. Frage. Ist vegane Fütterung des Hundes für dich eine Option? Nein, absolut nicht. Einen Hund dazu zu zwingen, sich vegan zu ernähren, wenn man das selbst tut, das ist für mich 100%ige Tierquälerei. Und das ist meine Meinung und hinter der stehe ich felsenfest. Nun, ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß dabei wie ich, denn als ich mir das alles nochmal angesehen habe, musste ich teilweise über mich selbst lachen, weil ja, in manchen dieser Ausschnitte, 2 oder 3 sind, bin ich doch etwas erbost. Ja, da habe ich erst kurz zuvor entweder ein Telefongespräch gehabt oder Schriftverkehr mit jemandem, der mir seine Meinung aufs Auge drücken wollte, aber schauen Sie, ich sage Ihnen was dazu sehr. Es ist nun mal so, ich bin schon lange aus den Lehrsälen draußen. Ja, schauen Sie, die Theorie ist bei mir schon lange in der Praxis aufgegangen. Ich meine, ich besitze seit über 40 Jahren Hunden. Mich drehen sie nicht mehr um. Ja. Dog Special ist ja alles andere als ein Lehrinstitut. Ich bin keiner, der sagt, das, was hier behauptet wird, ist in Stein gemeißelt und nur das funktioniert. Niemand von Ihnen wird das glauben, wenn er meinen Kanal schon länger kennt. Ja. Jeder von Ihnen weiß, dass ich einfach nur eine Richtung vorgebe, die funktionieren kann. Bei mir funktioniert sie. Ja. Und ich bin mir sicher, wenn Sie diese Richtung, die ich hier vorgebe, mit Ihrem Hund gekonnt umsetzen, dann garantiere ich Ihnen, hat auch Ihr Hund viel Spaß am Leben und schadet niemandem dabei, auch wenn er sich nicht immer an die Etikette hält, ja, wie es heute so oft verlangt wird. Ihr Hund hat gerade einen anderen Hund angeknurrt. Skandal! Mehr sage ich nicht. Ja, nochmal. Schauen Sie.
Alles, was Sie jetzt gehört haben, ist meine Meinung und wird bis ans Lebensende meine Meinung bleiben. Ja. Egal, welche Hundekünstler mich da anschreiben, egal wie viele Schulen die besucht haben. Ja. Ich bin durch meine eigene gegangen und würde meinen, die ist ja, zumindest für mich mehr als ausreichend für den Hundealltag und funktioniert ganz gut. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Und das habe ich jetzt schön gesagt. Dafür bekomme ich sicher keine Schimpfvernichtung. Das war es schon wieder.